Wir sind in der Schweiz aufgewachsen und leben seit über 40 Jahren hier in Kanada. Falls du noch unentschlossen bist, wo du die Ferien in Nordamerika verbringen willst, wir haben ein paar gute Vorschläge, warum Kanada als Reiseland sehr viel Sinn ergibt. Während unseren Reisen trafen wir Touristen vom deutschsprachigen Raum. Sie alle bestätigten dieselben Fakten. Kanadier sind sehr höflich, der kanadische Dollar ist sehr günstig, Kanada ist nicht die USA. Und viertens, Kanada hat Natur, du bringst das Abenteuer. Willkommen zu unseren Eskapaden. Ursula ist die Navigatorin, mein Name ist Ida und ich bin der Steuermann. Das ist die erste Videozusammenfassung von unseren Reisen hier in Kanada. Wir beginnen mit den 3 Atlantikprovinzen, das sind New Brunswick, Nova Scotia und Prince Edward Island. Dann geht es weiter nach Quebec und in den Norden nach Labrador und Neufundland. Die Kapitel in der Beschreibung sind nach den Orten unterteilt. Also beginnen wir unsere Reise in New Brunswick. Eine Provinzrundreise ist etwa 1000 Kilometer. New Brunswick hat 58 überdeckte Brücken, nicht alle sind offen für Fahrzeuge. Die Konstruktion ist beeindruckend und schützt das Holz vor Regen und Schnee. Sie waren auch ein Zeichen vom Wohlstand in New Brunswick vor 100 Jahren. Etwas, das vermutlich nicht im Reiseführer zu finden ist, verlassene Häuser und Orte. Als Hobbyfotograf ist das nicht bloß eine Bruchbude, sondern eine Fundgrube für interessante Bilder. Aber nicht alle verlassenen Wohnungen sind katalogisiert. In New Brunswick hat es auch Überbleibsel von der Eisenbahn. Die Schienen sind entfernt und bilden heute ein Netzwerk von Velo- und Wanderwegen. Einige Orte haben ein Museum mit der lokalen Geschichte. New Brunswick offeriert einmalige Kulissen für ein Ferienfoto. Unsere Videos von den Atlantikprovinzen sind in der Playlist Maritime Provinces. Der Link ist in der Beschreibung. Die Insel Grand Manan ist am Eingang von der Bay of Fundy. Während unserem Aufenthalt war meistens eine Nebelschwade der Insel angehängt. Ein interessantes Erlebnis, wenn innerhalb 2 Minuten alles im Nebel verschwindet. Grand Manan hat eine aktive Algenernte. Die Felsalge wird für Dünger, Futter, Kosmetik und Lebensmittelindustrie gesammelt. Dulce ist eine Rotalge. Das ist sehr gut in der Suppe oder einfach so zum Knabbern. Unser Lieblingsrestaurant für Fisch, obwohl es nicht weiß gedeckt ist. Brauchst du eine Pause vom Alltag? Grand Manan ist besser als Yoga. Wir verbrachten einige Zeit auf dem Felsen und schauten den Finnwalen zu. Die Bay of Fundy ist ein beliebter Walfischsammelplatz. Nun zurück zum Festland und weiter der Küste entlang zu den Meereshöhlen in St. Martins. Die beste Erinnerung haben wir vom Lemon Meringue Pie im Seaside Restaurant. Die Höhlen sind interessant, aber die Gezeiten sind eindrücklicher. Wir hatten Glück und waren bei Sonnenuntergang und bei Ebbe dort. Weiter nach Osten. Wir genossen den Sonnenuntergang im Fundy Trail Provincial Park. Der Park hat mehrere Ausschauplattformen, Strände und gut markierte Wanderwege. Die Fahrt durch den Park ist spektakulär. Die Straße führt größtenteils oben auf den Klippen entlang und bietet eine atemberaubende Aussicht. An einigen Orten musste das Gestein für die Straße Platz machen. Zwischen dem Bay of Fundy Provincial Park und dem Fundy National Park ist Shepardy Road. Die Herbstfarben in Kanada sind bekannt und ziehen viele Touristen an. Hier im Süden von New Brunswick ist es noch nicht überlaufen. Wenige Minuten weiter ist der Fundy National Park. Wir verließen die asphaltierte Straße und folgten der Shepardy Road nördlich vom Park. Das ist eine Naturstraße
und die Bäume leuchten in den Herbstfarben. Wir fanden eine weitere überdeckte Brücke. Der Fundy National Park hat mehrere Campingplätze und über 30 Wanderwege der Küste entlang und im Innern. Einer davon ist der Dixon Falls Trail, eingeschlossen von vermoosten Felsen und Bäumen. Einige der Wanderwege sind mehr anspruchsvoll und es empfiehlt sich, mit gutem Schuhwerk und einem Picknick loszumarschieren. Unmittelbar östlich vom Park ist Alma, ein aktives Fischerdorf mit viel Charme. Jeden Tag frische Meeresfrüchte. Für mich heißt das Fisch und für Ursula sind es Lobster Rolls. Aber einmal mussten wir einen ganzen Hummer genießen. An unserem letzten Wochenende war der Anfang der Hummersaison. Das wird mit einer dreitägigen Veranstaltung gefeiert. Zum Abschluss verließen die Hummerboote den Hafen. Dieses Jahr war es um 7 Uhr, kurz nach Sonnenuntergang. Die Boote können nur bei Flut den Hafen verlassen. Und das bringt uns zu den enormen Gezeiten in der Bay of Fundy. Das sind die höchsten in der Welt und sehr beeindruckend im Hopewell Rocks Provincial Park. Die ausgewaschenen Steine sind spektakulär. Unser Bay of Fundy Video hat mehr Informationen. Nun geht's weiter nach Nova Scotia. Mehrere Auto- und Motorradrouten sind gut dokumentiert und markiert. Eine Rundreise mit Cape Breton sind etwa 1500 Kilometer. Wir beginnen beim Jagens Fossil Cliff Museum. Jagens ist bekannt für fossile Pflanzen und Tiere von der Zeit, als einige der Lebewesen vom Wasser auf das Land wechselten. Die Gesteins- und Sedimentschichten werden vom Wasser abgetragen und sind hier eindrücklich sichtbar. Cape Split Provincial Park ist am Zipfel der Halbinsel. Der Weg führt durch den Wald und überall sind Flechten und Moose. Erst gegen das Ende konnten wir das Meer sehen. Die Wasserströmung ist an dieser Verengung sehr stark. Hier gelten dieselben Gezeiten wie in New Brunswick auf der gegenüberliegenden Seite. Während unseren Reisen kaufen wir jeweils lokale Produkte wie Honig, Bier und Wein. Wir besuchten die Glenora Distillery. Das ist die älteste Single-Malt-Whisky-Brennerei in Nordamerika. Die Führung ist sehr interessant, obwohl wir Whisky vorwiegend zum Kochen brauchen. Weiter nach Digby-Neck, Long und Brier Island. Die Inseln sind mit 2 Fähren verbunden. Unterwegs mussten wir die 235 Stufen runter zum Balancing Rock nehmen. Nicht vergessen, wenn's runtergeht, muss es auch wieder raufgehen. Bei Ebbe geht es ein paar Meter die Rampe rauf. Digby Neck ist beliebt für Walbeobachtungstouren und Seevögeltouren. Am äußersten Punkt ist der Leuchtturm auf Brier Island. Die Fähren brauchen einige Zeit und wir genossen den Sonnenuntergang auf dem Rückweg. Nova Scotia hat einige Siedlungen, die einen Besuch wert sind. Im Süden ist Shelburne am Ende eines Meeresarmes. Wir waren auf dem Campingplatz vis-à-vis und sahen die Lichter im Wasser tanzen. Mahone Bay und Lunenburg. Beide Orte sind sehr beliebt. Wir fanden keinen Parkplatz mit unserem Wohnwagen. Halifax ist eine große Stadt mit einem historischen Hafen. Der richtige Ort für Essen und Bootstouren. Peggy's Cove ist ein aktives Fischerdorf. Wir sahen es im Nebel und waren von der Stimmung begeistert.
Wir mussten einige Zeit warten, bis die Felsen mit dem Leuchtturm nicht von Touristen überlaufen waren. Wir besuchten bloß einen Bruchteil der 150 historischen Leuchttürme in Nova Scotia. Einige haben ein Museum und interessante Geschichten. Der Cabot Trail ist eine 300 Kilometer lange Straße mit einmaliger Aussicht auf die Küste. Es lohnt sich, den Reiseführer zu lesen. Nicht alle Attraktionen sind einfach zu finden. Wir nahmen die Fähre von Caribou in Nova Scotia zu Prince Edward Island. Das erste, das wir sahen, waren Kartoffelfelder und Hummerfallen und ein Leuchtturm. Wir hörten von verschiedenen Touristen, dass wir im New Glasgow Lobster Supper zum Essen gehen mussten. Vorspeise war Suppe und Muscheln, Salat, Lobster und zum Abschluss Kuchen und Kaffee. PEI hat lange Strände, rote Erde und Agrarland. Auf dem Rückweg nahmen wir die ca. 13 Kilometer lange Confederation-Brücke zurück nach New Brunswick und dann weiter auf unserem Weg nach Quebec. Die Ortstafeln sind ungewohnt. Mit 100 Stundenkilometer und 3 Linien bleibt nicht mehr viel Zeit zu reagieren. Quebec ist Französisch, nur Französisch, keine englische Tafeln oder Schilder. Wir besuchten Quebec City auf unserem Weg nach Labrador und Neufundland. Wir fanden einen Parkplatz, aber es war nicht ganz klar, ob das wirklich der beste Ort ist. Quebec City hat viel Geschichte, wie das Château Frontenac, die Halsbrechertreppe, die schmalen Gassen und natürlich die gemütlichen Restaurants. Wir waren auf einem Campingplatz auf der Ile d'Orléans. Es liegt im St. Lawrence-Strom und eine Brücke verbindet die Insel mit Quebec City. Eine Straße führt rund um die Insel. Das Auffallendste sind die vielen Handarbeitsläden. Einige mit Kaffeeausschank und lokalen Spezialitäten wie Apfelsaft, Geißenkäse, Nougat und so vieles mehr. Wir verließen Ile d'Orléans und fuhren westlich den St. Lawrence-Strom entlang Richtung Labrador. Entlang dieser Strecke sind mehrere Dörfer mit Restaurants und Sehenswürdigkeiten. Nach etwa 400 Kilometer erreichten wir Baie-Comeau spät am Abend. Von hier aus geht es 550 Kilometer Richtung Norden nach Labrador. Die Straße verbindet auch die Wasserkraftwerke. Im Sommer werden Touren offeriert, die wir leider verpassten. Zum Glück hatten wir keinen Regen, aber der Staub war überall, im Jeep und im Wohnwagen. Unser nächster Stopp war in der Geisterstadt, wo wir die Nacht verbrachten. Nur der bewachsene Mittelstreifen erinnert an die einst lebhafte Stadt. Nach einer begeisternden Übernachtung erreichten wir Labrador um 2 Uhr. Das ist der Start vom 1200 Kilometer langen Trans-Labrador Highway. Benzin auftanken in Labrador City? Ja, die Stadt lebt vom Bergbau. Dann stundenlang weiterfahren, Schwarzfichten links und rechts. Um etwa 4 Uhr kommt Churchill Falls, Benzin auftanken und übernachten vor dem riesigen Gebäude, wo die Schule, Hotel und Restaurant untergebracht sind. Am nächsten Tag stundenlang weiterfahren. Um etwa 3 Uhr kommt Goose Bay. Benzin auftanken, im verlassenen Campingplatz übernachten und stundenlang weiterfahren. Unterwegs Whisky Jack füttern und weiterfahren. Es gibt keinen Radio- oder Telefonempfang auf dem ganzen Trans-Labrador Highway. Wir wollten nach Cartwright gehen,
aber das sah nach Schnee aus. Wir entschlossen uns weiterzufahren, obwohl keine Tankstelle an dieser Kreuzung war. Jedoch hatten wir 40 Liter Benzin in Kanistern dabei. Wir fuhren vermutlich mit dem letzten Tropfen Benzin zur Tankstelle in Port Hope Simpson. 70 Liter Benzin einfüllen, das sind 2 Liter mehr als offiziell im Tank Platz haben. Dann nach Red Bay und im Whalers Restaurant etwas essen. Übernachten auf einem Parkplatz. Red Bay hatte keine Campingplätze, die offen waren. Wir kommen zum Ende vom Trans-Labrador Highway. Labrador hat mehr zu bieten als eine Straße und Millionen von Mücken. Es ist ein unvergessliches Erlebnis. Am Morgen ging es weiter zur Fähre nach Neufundland. Wir haben 4 Neufundland-Videos. Der erste ist über Eisberge, das Wikingerlager, Grossmoen und einige Orte mehr. Es ging nicht lange, bis wir die ersten Eisberge sahen, aber nicht so nahe wie vor 30 Jahren. Auf der Nordhalbinsel liegt St. Anthony, wo das Eisbergfestival abgehalten wird. In der Nähe ist Lanzo Meadows. Wanderungen der Küste entlang und Leuchttürme in den äußersten Zipfel. Arches Provincial Park auf dem Weg nach Rocky Harbour in der Nähe von Grossmoen. Und ein Ausflug zu einer verlassenen Mine mit Picknick in der Wildnis. Ein ganzer Video ist für die Bay Verde Halbinsel mit dem treffenden Titel Authentisches Neufundland. Unsere erste Übernachtung in Lassie, ein aktives Fischerdorf mit etwa 800 Einwohnern. Das ist der Ausblick hinter dem Wohnanhänger und ein schöner Strand mit eiskaltem Wasser. Unsere nächste Übernachtung war im Crescent Lake RV Park außerhalb Roberts Arm. Aktive Fischerei, eine große Muschelfarm und frischen Hummer. Wanderwege mit Treppen an den steilsten Stellen. Und natürlich eine fantastische Aussicht. Holzstege und Treppen ist sehr verbreitet in Neufundland und in Labrador. Das macht den Zugang zu den Aussichtspunkten einfacher. Einige der bekanntesten Orte sind in diesem Gebiet. Twillingate ist etwa 450 Kilometer von St. John's entfernt. Das Long Point Lighthouse ist seit bald 150 Jahren in Betrieb. Wanderwege führen rund um die Halbinsel. Abgesehen von den fantastischen Aussichten, das Crow's Nest Café war unser Lieblingsort. Der Rockcut Trail begeisterte uns mit den Klippen, Buchten und Inseln. Wir hatten Glück mit dem Wetter. Ein fantastischer Wanderweg. Teilweise sehr steil, gute Schuhe sind empfehlenswert. In der Nähe vom Terra Nova National Park ist Salvage mit etwa 100 Einwohnern. Die Damnable Trails bilden ein Wanderwegnetzwerk durch historische und atemberaubende Gebiete. Wir waren zum richtigen Zeitpunkt dort. Ich glaube nicht, dass das eine Erklärung braucht. Der Nebel überraschte uns, als wir am Aufbrechen waren. Im Eiltempo schafften wir es zur Aussichtsplattform zurück. Bonavista ist etwa 300 Kilometer von St. John's entfernt. Wir besuchten das Bonavista Lighthouse und bewunderten das original mit Öl betriebene Licht.
Wir schätzen einen guten Kaffee und das war nur einer der Gründe, warum wir hierher kamen. Hier können die Papageientaucher vom Park aus beobachtet werden. Wir haben über den Nachbau von der Matthews gelesen. Ja, das Segelschiff befindet sich im Gebäude und ist seetüchtig. Es ist mega toll, über die Planken dieses Schiffes zu laufen. Auf der Gemeinschaftsweide hoch oben auf der Klippe. Ausflugsboote auf dem Weg in den Hafen. St. John's liegt in einem natürlichen Hafen. Wir bewunderten die berühmten farbigen Häuser in St. John's. Auf unserem Weg zum Signal Hill. Ein Wanderweg führt von der Festung zum Hafen. George Street in St. John's bietet Unterhaltung und Essen. Somit sind wir am Ende von Atlantik Kanada. Unsere nächste Übersicht ist von Ontario, Prärien, Rocky Mountains und der Westküste. Leider haben wir noch keine eigenen Erfahrungen von den Territories, das sind Yukon, Nordwest-Territories und Nunavut. Als wir die Reise planten, brach Covid aus. Und dieses Jahr ist das auf unserer Liste. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns das nächste Mal.